Hallo und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales, wieder am Porsche Zentrum Mannheim, und diesmal haben Laura und ich wirklich was Cooles dabei. Das war jetzt mal gerade Vollgas. Alter. Ordentlich Schwanzbraten und ab. Zum Jahresabschluss haben wir ein Highlight für euch, unser 992 Turbo Cabriolet. Ein Fahrzeug, was auch für uns sehr besonders ist, da wir es nur selten im Fuhrpark haben. Dementsprechend können damit auch nur wenige Probefahrten stattfinden. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, stellvertretend für das Porsche Zentrum Mannheim, und mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass dieses Videoformat so einen tollen Anklang bei Ihnen gefunden hat. Auch möchten wir uns dafür bedanken, dass Sie uns in diesen herausfordernden Zeiten stets treu geblieben sind. Das Team vom Porsche Zentrum Mannheim wünscht Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleiben Sie gesund. Ach ja, wir haben wieder Glück, ne? Wieder mega. Wetter. Perfekt. Und dazu wieder ein Cabrio. Das will man mehr. Und was für ein. Ja. Ist schon geil, oder? Das Highlight, ja. Das ist schon echt krass. Nochmal zum Abschluss. Ja, da muss man wirklich sagen, 911 Turbo Cabriolet 992, das ist nochmal eine ganz andere Nummer als die Fahrzeuge, die wir bis jetzt hatten. Auch preistechnisch, also Listenpreis ist hier über 200.000 Euro. Das ist eine Menge Geld für ein Auto, ne? Ja, definitiv, was soll man dazu sagen, ja klar. Das ist halt einfach nur krass. Kaufen sich andere eine Wohnung oder ein Haus. Es sieht auch so brachial einfach aus, es sieht so, ist einfach extrem, ne? Ja, aber fährt sich super präzise, merkst du direkt. Auch bei den Geschwindigkeiten, was wir jetzt hatten, sehr langsam ist es nass. Da fährst du halt vorsichtig, aber trotzdem, du merkst halt sofort, wie präzise er ist. Ist halt ein Porsche, ne? Ja. So muss es sein. Wie ein Messer. Und jetzt haben wir hier schön Temperatur. Die Straße ist noch ganz leicht feucht, aber wir haben Glück, die Sonne scheint. Und das werden wir jetzt mal nutzen und fabrizieren ein paar schöne Aufnahmen für euch. Ja Leute, das hier ist wirklich einfach krass. So, Windschutz auf, und damit ist das wirklich sehr ruhig hier im Interieur. Was nicht ruhig ist, ist dieses Auto. Die haben den so laut gemacht. Irre. Die Abgasanlage hier ist wesentlich lauter als in den Tage aus dem letzten Video. Die knallt auch wieder richtig. Eigentlich war das ja nach den OPFs, waren die Autos ja wesentlich ruhiger. Keine Klackergeräusche mehr, keine Knallgeräusche mehr. Aber der hier, die ganze Zeit. Also auch mit OPF, die Autos werden wieder lauter. Dieses Auto, das hinterlässt einen Eindruck bei einem. Ich bin noch, also der ist schneller als der Taycan.
hundertprozentig. Das PDK ist natürlich wieder genial. Er ist so schnell. Also ja, für die Landstraße totaler Overkill, ist klar. Aber ja, mir fehlen wirklich die Worte. Und das Aussehen ist halt noch so krass, ne? Also gerade die Vorbeifahrten, wie heftig dieses Auto aussieht. Das Lenkverhalten, das ist so krass beim Elva, dass ein Auto so einlenkt. Die Bremse ist natürlich auch mega krank einfach. Nur das ist jetzt hier die Stahlbremse, nicht die Keramikbremsanlage. Die gibt es ja beim Turbo S dann serienmäßig. Also das ist wirklich, das ist heftig. Also das auf einem Video rüberzubringen, wie viel krasser hier der Turbo ist als ein Carrera S oder ein Targa 4S oder so, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte so, ach ja, der hat ein bisschen mehr Leistung und ja, der sieht ein bisschen krasser aus. Aber nee, also das ist nochmal wirklich was anderes. Das ist halt einfach nochmal eine andere Nummer. Also wer wirklich das schnellste Auto haben will auf der Straße. Ja, Leute, Turbo S ist klar. Das war jetzt mal gerade Vollgas. Alter. Ja, also es überrascht mich sehr, dass er wirklich so viel heftiger ist als ja schon extrem heftige MS mit den 450 PS. Hätte ich nicht gedacht. Bin mal gespannt, was der noch auf der Autobahn macht. Aber das gucken wir gleich. Jetzt suche ich mal einen Spot, versuche mich mal auch ein bisschen zu beruhigen und dann zeige ich euch hier mal im Detail, was man hier für über 200.000 Euro geboten bekommt. Ja, und da haben wir gerade auf dem Weg hierher nochmal Glück gehabt bei dem alten Cayenne GTR Spot, wo man ja bis nach Mannheim schauen kann. Da ging dann der Nebel über den Berghang rüber. Das sah natürlich genial aus. Da mussten wir einfach hier das Thumbnail schießen. Ja, wirklich ein Vorführer, wie man ihn nicht häufig hat. Und ja, Turbo heißt aggressiv und Turbo heißt schnell. Und ja, das hat man jetzt hier mit der neuen Front bei diesem Turbo versucht ein bisschen anders umzusetzen.
wirklich wesentlich aggressiver als beim Vorgänger vom 991.2. Was geblieben sind die Doppel-LEDs hier unten rechts und links, aber sonst hier unten diese 2 Zähne, könnte man im Prinzip ja sagen, die sind komplett neu und gibt wirklich einen richtig aggressiven Look. Für mich persönlich schon ein bisschen zu aggressiv, aber ich glaube, so ein Turbokunde, der wird das mögen, weil das steht dem Auto aggressiv, steht dem schon ganz gut. Vorne haben wir wieder Matrix-LED-Scheinwerfer mit PDLS Plus. Hier ist auch gerade im Abblendlicht eingeschaltet und das sieht schon wirklich wieder richtig cool aus. Auto ist richtig schmutzig. Also ja, so ist das im Dezember, auch wenn das Wetter traumhaft ist. Das da hat nicht mehr viel mit GT Silver Metallic zu tun. Räder haben wir hier schon die Turbo S-Räder. Das heißt, wir haben keine 5-Loch-Muttern mehr, sondern wir haben jetzt schon Zentralverschlussräder da. Das Fahrzeug verfügt auch wieder über einen Komfortzugang. Das heißt, wenn wir uns dem Fahrzeug nähern, geht es auf und wir können das mit diesem kleinen Feld da, können wir das Fahrzeug verschließen. Hier die Lufteinlässe, auch noch ein kleines Extra, sind auch in GT Silber Metallic lackiert. Hier am Heck haben wir 2 Sachen, die ein bisschen anders sind als sonst. Zum einen haben wir den Spoiler, der sich natürlich auch ausfährt und der ist richtig groß. Wesentlich größer als beim 992, wo er sich das ganze Ding ausfährt. Der hier ragt wesentlich höher, finde ich. Dann haben wir eine Sportabgasanlage natürlich verbaut. Die ist auch richtig prägnant. Die macht jetzt auch wieder noch so ein paar extra Geräusche. Die knallt jetzt noch so ein bisschen, was beim 992 ja eigentlich gar nicht mehr der Fall war. Und wir haben die Exclusive Design Rückleuchte. Das heißt hier, das Rote, was ihr jetzt seht, das leuchtet natürlich, aber wenn das abgeschaltet ist, dann ist das komplett transparent. Fällt total weg, man sieht da wirklich gar nichts mehr, verliert sich in dem GT Silver Metallic. Das ist mal ein ganz anderer Look. Porsche-Schriftzug haben wir natürlich in schwarz. Und ja, es ist schon echt ein fettes Teil, oder? Das darf man so sagen, ne? Würde ihr zustimmen, der ist so breit. Das ist wirklich schon ein Riesenauto, auch wenn es nur ein kleiner 911 ist, aber das hier ist wirklich ein Riesenteil. Interieur haben wir wieder komplett in schwarz. Wir haben das GT Sportlenkrad verbaut. Wir haben Porsche InnoDrive mit an Bord. Und durch das Porsche InnoDrive, das wird jetzt viele Puristen erschrecken, das ist ein 11er, der kann ja im Prinzip von alleine fahren. Lenkt von alleine, Abstand von alleine, Geschwindigkeit von alleine. Macht er wunderbar, wie im Taycan und im Cayenne, wo ich das mal gezeigt habe. Soundpaket haben wir hier das Burmester verbaut. Das ist ja auch etwas, was wir noch gar nicht auf dem Kanal haben. Und da haben Björn und ich tatsächlich mal ein bisschen mehr Musik jetzt gehört hier auf dem Weg her. Und das ist wirklich ein Unterschied zum Bose. Also der Preis ist vielleicht sehr hoch, der Unterschied ist vielleicht nicht ganz so hoch. Gerade in einem 11er kann man sich drüber streiten, ob man einen Burmester wirklich möchte. Aber ja, er ist signifikant und das macht wirklich einen großen Unterschied zum Bose. Sitze haben wir 18 Wege Sportsitze verbaut, wie es sich für einen Turbo gehört. Wir haben das Memory-Paket hier für die Fahrerseite. Würde es auch optional für die Beifahrerseite geben. Dann haben wir hier dieses Leder in der Tür und das soll so ein bisschen an den ersten Turbo, den 930, zurückerinnern und das sieht auch, finde ich, richtig cool aus. Und wir haben wieder Aluminium-Elemente in Verbindung mit dem Carbon. Weiter im Interieur, das Fahrzeug hat auch wieder ein Frontlist-System, was hier tatsächlich wichtig ist, weil das Fahrzeug hat auch die 10 mm Tieferbewegung. Macht es auch wieder ein bisschen unbequemer. Das ist hier tatsächlich wirklich wie beim 992 Cabriolet. Da sagte ich das ja schon, der war wirklich unbequem. Klar, beim 11er, man erwartet, dass es kein bequemes Auto ist, aber man sollte es ruhig sagen. Sportfahrwerk, 10 mm Tieferlegung macht das Auto unbequemer. Und dann natürlich auch noch hier haben wir wieder die Sitzbelüftungen mit dabei, die machen die Sitze ein bisschen härter. Und wir haben natürlich auch diese Zeitung dabei, das ist ein absolutes Must-Have. Hier beim Cabriolet würde ich auch tatsächlich empfehlen, die Sitzbelüftung mit einzubauen. Im Sommer ist das wirklich Gold wert. Hier das Fahrzeug hat auch die Porsche Dynamic Chassis Control. Da wusste ich gar nicht, dass es dafür einen extra Knopf gibt. Klar, die Dämpfer kann man ja eh immer im 11er härter stellen, aber da gibt es nochmal eine extra Beschriftung, wenn man auch das PDCC verbaut hat. Hier beim Cabriolet, wir haben noch ein elektrisches Windshot, das können wir aufstellen. Da passiert hier im Interieur wirklich wenig. Ich habe es am Tag auch schon mal gesagt, da war zwar hier oben das Ding zum Ausfahren, das hat dem Targa ein bisschen geholfen, aber wer wirklich viel offen fährt und zwischen Targa und Cabriolet schwankt, testet das ruhig mal aus. Cabriolet sieht zwar jetzt nicht so extrem gut aus, meiner Meinung nach, wie ein Targa, ist aber wesentlich einfacher mit zu leben. Verdeck kann man ja auch wieder während der Fahrt bis 50 km/h ganz einfach öffnen und schließen. Letztes Interieur-Detail, wir haben die Chrono-Uhr und auch den Drehzahlmesser wieder in Exclusive Manufakturoption. Das heißt, wie schon beim Targa, wo es rot war, hier haben wir das jetzt in weiß und das sieht auch wieder richtig schick aus.
Was ich auch cool finde bei Porsche, guckt euch mal die Silhouette vom Turbo Cabriolet an. Sieht so gut da in dem digitalen Display aus. So Leute, und mit so viel Leistung, 580 PS, 750 Newtonmeter. Wir haben ein bisschen gesucht, aber wir haben eine trockene Straße gefunden. Und der hier soll unter 3 Sekunden auf 100 gehen. Nämlich in 2,9 Sekunden. Ja, und auch da wurde es mit der Traktion schon ein bisschen komplizierter. Das waren nicht 2,9 Sekunden, aber Halleluja, das war verflixt schnell. Ja Leute, und was natürlich auch super gut hier in diesem Auto funktioniert, besser als ich tatsächlich gedacht hätte, das Porsche InnoDrive. Das lenkt von alleine, das hält die Spur von alleine, Abstand von alleine, das kennen wir alles. Hier ist aber wie im Taycan auch, er erkennt die Verkehrsschilder und stellt dementsprechend die Geschwindigkeit an. Das ist wirklich schon richtig nice. Und er zeigt auch sogar die Navi-Daten mit an. Also das heißt, wenn man links abbiegen muss, dann ist das mit dem InnoDrive verbunden. Und er bremst dann dementsprechend auch noch ab, wenn man irgendwo abbiegen muss oder so. Und das ist schon wirklich ja, das nächste Level vom halbautonomen Fahren. Und hier kann man seinen 11er im Prinzip komplett von alleine fahren lassen. Das ist schon wirklich krass. Das kennt man, glaube ich, aus dem neuen 11er noch nicht so. Und das ist hier mal was Neues. Passt natürlich zum Charakter vom Turbo sehr gut, der ja der langstreckentaugliche ist, der absolute Autobahn-Cruiser ist. Und jetzt würden wir mal Sportmodus an. Oh, ist komplett frei, ist das genial. Sportresponse-Button und Abflug. Ja, Turbo lohnt sich. Wer extrem schnelles Auto will, muss ein Turbo kaufen. Das ist klar. Boah, das hätte ich nicht gedacht. Also ich sage ja schon, dass die S-Modelle mir zu schnell sind für meinen persönlichen Spaß. Das hier ist nochmal in einer ganz anderen Liga von schnell. Wer das sucht, der wird fündig. Ja, das reicht denn für jetzt. Ich glaube, alles, was jetzt noch passieren würde, wäre nicht mehr gut. Da waren schon, glaube ich, wieder gerade 300 auf dem Tacho. Ach, ist das krass. Dieses Auto ist das heftig. Und Björn, wie fühlt es sich auf dem Beifahrersitz an? Ja, genial. Aber trotzdem absolut sicher. Ne? Ja. Man spürt es gar nicht, dass man so schnell ist. Er schiebt einfach vorwärts. In einem durch. Also wirklich komplett wie ein Brett. Man hat nicht einmal das Gefühl, dass man wirklich schon so extrem schnell fährt. Und der Turbo macht es halt einfach so. Ja, ist in Ordnung. Boah. So was ganz anderes als der S, ne? Ja. Heftig. Wie ein ganz anderes Auto. Ja. Ja Leute, wir sind wir sind ein bisschen baff, sprachlos.
Ich hoffe, euch hat das soweit gefallen. Hier das Highlight zum Abschluss des Jahres 2020. Wenn das der Fall war, lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und auch nochmal ganz herzlichen Dank an das Team vom Porsche Zentrum Mannheim, die ja so viele coole Videos dieses Jahr möglich gemacht haben. Und seid gespannt auf 2021. Ich denke, nach 2020 kann es einfach nur besser werden. Also, ich hoffe, ihr seid auch nächstes Jahr wieder dabei. Habt einen guten Rutsch, bleibt gesund. Bis dahin, Allah, ciao.